Mit einem Kollegen, mit wem wir filmen, schneiden. Er hat einen guten Rat gegeben, die Kamera immer eingeschaltet zu lassen. Und wir werden finden, wo wir welche Stellen herausschneiden. Na gut. Wir setzen unsere Gespräche mit unserem Freund fort, mit unserem Gast Igim Antas. Und jetzt wird die Sprache ein wenig einfacher. Igim Antas möchte das gesamte Grundstück bebauen, das Grundstück ist schon vorbereitet. Wir wollen etwas machen, was noch nie jemand gemacht hat. Wir wollen den Menschen geben. Etwas, das man sonst nirgendwo bekommt. Und wir bemühen uns immer. Worin unterscheidet sich ein Kuppelhaus? Was macht es einzigartig? Erstens, der Raum. Es scheint nur ein Wort zu sein, aber dieser Raum beeinflusst direkt unser Denken, Verhalten, unsere Stimmung, unser allgemeines Wohlbefinden, Entscheidungsfindung und alles andere. Wie viele positive Dinge könnt ihr euch ausdenken? In einem Kuppelhaus gibt es 10-mal mehr davon. Und das Problem ist, dass sogar die Worte fehlen, um all das unseren geliebten Zuschauern zu vermitteln. Hast du vielleicht eine Ergänzung? An dieser Stelle wollte ich einfach deine Aussage ergänzen. Zum Beispiel, wir haben Träume, Wünsche. Ein eigenes Haus zu haben. Zum Beispiel. Das ist eine Perspektive. Aber eine andere Perspektive, oder eine tiefere, könnte man sagen, ist, dass wir eigentlich das Gefühl wollen, wie wir in diesem Haus leben werden, wie wir uns fühlen werden, in diesem Haus, wenn wir mit der Familie, mit unseren Liebsten zusammen sind. Das Endprodukt oder das Bedürfnis, das wir alle wollen, ist, uns gut zu fühlen, angenehm, fröhlich, sicher. Gemütlichkeit, das ist, was wir immer kaufen. Ja, wir streben nach diesen endgültigen Gefühlen. Uns angenehm, fröhlich, sicher, frei zu fühlen. Durch diese Linse wollte ich darauf hinführen, dass die Kuppelform genau das bietet. Ein leicht anderes Gefühl. Ein sehr einfaches Beispiel. Ein Zuschauer kann es irgendwann ausprobieren. Wenn jemand zum Beispiel müde ist wegen der Arbeit oder etwas anderem, was ist der beste Weg für ihn, sich auszuruhen, wegzufahren, irgendwo anders hin, wo es zum Beispiel ein anderes Haus gibt? Wenn du in einem Ziegelhaus lebst, fahr in ein Holzhaus. Dein Verstand, dein Kopf, deine Gedanken werden an diesen Anblick nicht gewöhnt sein. Du wirst automatisch in einen anderen Modus wechseln. Einen Erkundungsmodus. Du wirst dich ganz anders fühlen. Und das könnt ihr überprüfen. Ich habe es selbst getestet. Man spürt definitiv einen Unterschied. Genauso ist es mit dem Leben in einem anderen Raum. Wir sind bisher gewohnt, mehr in Ecken zu leben, während in einem runden Raum die Gefühle wieder anders sind. Wir empfehlen, es auszuprobieren. Es gibt Orte, an denen man diese Form oder eine andere ausprobieren kann und den Raum spüren kann. Deshalb sagt man, wenn du etwas ändern willst, fang an zu reisen. Ändere deine Umgebung. Und wenn du in so etwas lebst, ist es schon von selbst anders. Die Umgebung ändern, andere Ansichten sehen. Wie Igim Antas sagte, fängst du an zu erkunden. Du beginnst nicht nur das Gebäude zu erkunden, sondern erlebst auch die Gefühle, die du selbst durchlebst. Das Problem, einmal mehr, ist, dass es durch einen Bildschirm unmöglich ist, das zu vermitteln, worüber wir hier jetzt sprechen. Sie sagen zu mir, ist es schwer, Kuppelhäuser zu verkaufen? Ich antworte, ich bin kein Verkäufer, ich bin Psychologe, ich arbeite mit Menschen. Das Produkt ist eine Sache, aber man muss es den Menschen vermitteln. Damit eine Person es schätzt, diesen Wert spürt. Man muss wirklich ein Psychologe sein und nichts anderes. Verkauf hat damit überhaupt nichts zu tun. Du musst einer Person etwas geben, das sie noch nie erlebt hat. Du musst mit Worten vermitteln, was sie erleben könnte. Und erst dann wird sie den Wert darin spüren. Und das ist sehr tief. Das könnte eine völlig eigene Serie für diese Sache sein. An dieser Stelle hat genau das dazu angeregt, nach einer ähnlichen Lösung zu suchen. Wenn es um die Kuppel geht. Aus diesem Grund sind wir hierher gekommen. Wie viele Kilometer habt ihr zurückgelegt? Kilometer waren es vielleicht nicht viele. Aber zeitlich gesehen. Hat mir Povilas einen Link geschickt. Ich öffne ihn, 120 oder 140 Kilometer.
Na, denke ich, nicht weit. Dann klicke ich weiter auf den Link, es zeigt 2,5 Stunden. Ich denke, wohin fahren wir hier? Aber es war es wert. In dieser Gegend Litauens war ich am wenigsten. Die Fahrt selbst war eine Erkundung. Und die Ansichten waren ungewohnt, also kam ich hier ziemlich fröhlich an. Zuschauer, teilt auch eure Ideen. Welche Einsichten könnt ihr darin hören, verstehen, fühlen? Habt ihr überhaupt verstanden, worum es geht? Bei weitem nicht jedem ist das klar und nicht jeder braucht es wahrscheinlich. An dieser Stelle wollte ich ergänzen. Während ich dieses Projekt vorbereite, wahrscheinlich gilt das Gleiche für alle. Jeder Gegenstand hat seinen Käufer. Genau durch diese Linse sehe ich es. Den meisten Zuschauern wird völlig egal sein, worüber wir hier sprechen. Andere finden es vielleicht ein wenig interessant. Unkonstruktive Kritik teilen. Aber es gibt auch die, auf die Povilas und ich am meisten abzielen. Diejenigen, deren Herzen sich mit dem verbinden, was wir hier zu vermitteln versuchen. Zu kommunizieren. Und wir bitten um eure Rückmeldung. Teilt, wie es euch scheint. Wie fühlt ihr? Worum es Povilas und mir hier geht? Denn es gibt eine Idee. Du kannst herkommen und es hier real fühlen. Mein Fall. Ich war bis jetzt noch nicht in einer Kuppel. Aber ich habe gefühlt, dass sie etwas in sich hat. Man muss es ausprobieren. Ich ermutige und fordere ein wenig auf, diesem Gefühl zu vertrauen. Es wirklich herzukommen und zu erleben, hier oder woanders. Und ich bin sicher, du warst nicht enttäuscht? Nein, definitiv nicht enttäuscht. Ich denke, weißt du, worüber wir noch sprechen könnten? Über dieses Projekt, wie wir uns unsere Zusammenarbeit aus der Sicht des Kunden vorstellen. Mit anderen Worten, die Reise des Nutzers. Meine Vorstellung war so. Wir werden Vorschläge vorbereiten, Größen. Welche Möglichkeiten es für den Kauf von Kuppeln gibt. Welche Grundstücksgrößen es gibt, Gebiet, Lage. Wir werden das alles in ein Gesamtbild einfügen für zukünftige Bewohner, damit es für Käufer bequem ist, das zu sehen. Für diejenigen, die schon einen passenden Ort in diesem Projekt gefunden haben. Ein passendes Grundstück gefunden haben, meine ich. In diesem Projekt eine Kuppelgröße gefunden haben, mit Povilas oder durch unsere Präsentationen herausgefunden haben, was ihr braucht. Denn das ist sehr wichtig. Nicht zu viel Platz oder dass es nicht zu wenig ist. Für diejenigen, die eine Variante gefunden haben, die ihnen gefällt. Grundstücksgröße, Kuppel, würde die Reise ungefähr so aussehen. Das war meine Vorstellung, dass eine Person ein Grundstück kaufen kann. Meine Aufgabe wird es für euch, ein ordnungsgemäß vorbereitetes Grundstück mit Anschlüssen zu übergeben. Und ihr geht in die Obhut von Povilas. Er hilft euch, das Haus zu bauen. Mir scheint, das ist die Reise des Nutzers. Er wendet sich an uns, an eine gemeinsame Seite oder einen Raum, den wir in der Zukunft schaffen werden, wenn es um dieses Projekt geht. Und dann könnt ihr wählen. So würde die Reise des Nutzers aussehen, wie ihr hierher kommen und es erwerben könnt. In jedem Fall, in jeder Phase, egal, ob es noch um das Grundstück geht oder um die Kuppel. Wir werden trotzdem ein Team sein. Wir ergänzen uns gegenseitig, unterstützen uns. Wir haben und führen gleichzeitig den Kunden bis zum Schluss. Damit er das bekommt, weshalb er überhaupt gekommen ist. Selbst in unseren Kommentaren, Bewertungen, ist deutlich sichtbar, wie viel Mühe wir investieren, damit die Person das bekommt, weshalb sie gekommen ist. Ruhe, Einfachheit, Beratung, alles. Denn wir verstehen vollkommen, was für ein Produkt das ist. Es ist nicht der Kauf eines Kuchens. Es ist eine Entscheidung, die eine gewisse Verantwortung erfordert. Aber wir helfen auf diesem Weg bis zum Ende. Jetzt mit Egemontas ist es dasselbe. Du hast deine Erfahrung, ich auch. Unser Team bei UAB Spheros wächst auch. Die Kamerafrau filmt noch. Sie hat erst vor kurzem angefangen zu arbeiten. Die Kunden werden mehr, die Kuppelliebhaber auch. Drückt Daumen hoch oder Herzen, wenn es TikTok ist. Und schreibt eure Meinungen und Kommentare. Denn das ist wirklich sehr wichtig. Vielleicht schreibt ihr ein paar Fragen. Denn mit Povilas denken wir daran, eine Diskussion zu machen. Eine meiner Fragen war, wir bieten den Menschen einen Ort an. Mögliche Kuppelkonfigurationen, Größen, entsprechend der Preisgestaltung. Es gibt noch andere Optionen. Einer Person eine Komplettlösung anzubieten. Wie Immobilienmakler sagen, bis zur vollständigen Fertigstellung, dass du kommst und bis zu den Schlüsseln alles gemacht ist. Oder euch den Raum lassen,
es selbst einzurichten? Es gibt solche Fragen, die wir gerne von euch hören würden. Was wäre praktischer, wie scheint es euch? Es gibt Kunden, die sagen, wie viel würde es bis zu den Schlüsseln kosten? Ich sage, okay, lass uns definieren, was bis zu den Schlüsseln bedeutet, mit Endausbau oder schon mit Möbeln und Geschirr. Denn es gibt beide Arten. Und für alle heißt es, bis zu den Schlüsseln. Schreibt, was ihr euch vorstellt. Was bedeutet für euch bis zu den Schlüsseln? Welchen Fertigstellungsgrad würdet ihr wollen? Was möchtet ihr in einem Kuppelhaus fühlen? Was sollte es euch geben? Das ist sehr wichtig. Oft kommen Kunden hierher zu uns. Oder wir fahren zu einem anderen Objekt. Und während wir fahren, frage ich, was willst du, dass die Kuppel dir gibt? Was willst du erleben, fühlen? Und wir stoßen darauf, dass Worte fehlen. Ich will etwas, ich will, dass es gut ist. Und das war's? Mehr können sie nicht sagen. Ihr könnt ein Gedicht in die Kommentare schreiben. Was sollte eine Kuppel euch geben? Auf unserem YouTube-Kanal und auf Facebook gibt es Lieder über Kuppelhäuser. Wir können diesen Teil erleichtern. Euer Denken erweitern, euer kreatives Feld. Ihr könnt nicht nur über Kuppeln schreiben. Was würdet ihr wollen, dass ein Haus euch ausstrahlt, euch gibt? Wie Povilas sagte, das könnte eure Aufgabe sein. Nicht unbedingt über Kuppeln. Was sollte ein Haus euch geben? Und dann, nachdem wir eure Briefe, Kommentare, Nachrichten bekommen haben, könnten wir uns an eure Bedürfnisse anpassen. Über Lösungen für Häuser. Welche Lösung ist für euch besser? Wir lernen auch von euch. Jeden Tag erfahren wir etwas Neues. Sie sagen, Povilas, ist es interessant, sich mit Kuppelhäusern zu beschäftigen? Ich antworte, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie interessant es ist. Jeden Tag neue Meinungen, neue Menschen, neue Leben, neue Geschichten. An einem Fabrikfließband zu stehen, wäre für mich der Tod. Das will ich überhaupt nicht. Jetzt mache ich meine Arbeit, die ich liebe, egal welche Herausforderungen es gibt. Sie sind für mich unglaublich interessant. Es gibt schwierige Momente, aber das ist das Leben. Du berührst die Geschichten anderer Menschen. Schaffst für andere Menschen die Welt eines anderen Menschen. Das ist so wichtig. Wie die Geburt eines Kindes in einer Familie.